Willkommen zu Frequent Traveler TV, eine frisch gepresste Sendung. Wir haben einfach nur 3 Sekunden gewartet, machen direkt mit der nächsten Sendung, mit der Folge 3 weiter. Lars fragte mich noch, wie viel Thema haben wir noch, und ich habe einfach auf Start gedrückt. Ja. Da war ja was. Ja, und ich hatte ein Thema gefunden, jetzt habe ich es aber vergessen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Natürlich die frisch gepresste Sendung. Denkt an den Kanal zu abonnieren. Lars und Lars, es kann auch andersrum sein. Mit dem Namen habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Machen wir aber dann zur 4. Sendung. Auf jeden Fall dann auch mal bringen. Ja, wir machen heute nur 2 Sendungen, weil sonst sind wir ausgelabert. Ich denke auch, ja. Muss auch nachher weiter. Ach ja, stimmt. Ja, du bist ja wieder an die Heimatfront. Ne? So. Ja. Wir haben viele Fragen von euch bekommen, danke dafür, und ich bekomme ja auch viele Fragen auf WhatsApp geliefert, und eine der Fragen, die ich gestellt bekomme, ist, lohnt sich das ganze Hon-Circle, ich hätte jetzt fast gesagt, Geschisse. Gott sei Dank hast du das Wort nicht in den Mund genommen. Ja, Gott sei Dank habe ich mich da noch beherrschen können. Also lohnt sich der Hon-Circle? Das ist eine der Fragen, die viele Leute sich stellen, und vor allem auch die Frage, wie viel Aufwand ist es? Und gerade auch bei unseren Concierge-Kunden, die wir haben, viele wollen den Hon-Circle machen. Wir haben da auch etliche Strategien. Lars ist ja auch im Team mit drin in der Planung für Hon-Circle-Runs. Planen wir halt viele Dinge und können auch den Hon-Circle entweder Zeit optimieren oder Geld optimieren. Heißt also Projekt Sitzfleisch. Ja, Hämorrhoidenring nenne ich es, glaube ich, ja. Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich habe da Gott sei Dank nicht nur kein Problem mit, sondern auch keine... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Oh Gott, ich habe Bilder im Kopf. Also lohnt sich der Hon-Circle. Und da wir ja Erfahrung im Hon-Circle haben, wir sind ja Kunde und Opfer. Ja, zugleich. Die erste Frage ist wirklich, lohnt sich der Hon? Das ist jetzt, wo du antworten müsstest. Ich sollte jetzt antworten, ja? Das hast du mir nicht durch den Fuß da mitgebracht. Nee, ich habe nicht berührt. Alter, ich war hier. Ich schwöre, Füße sind hier. Mein Gott, sind das Elefantenfüße. Also lohnt es sich? Ja, lohnt sich. Aber wann lohnt es sich vor allem? Oder was lohnt sich dabei? Ich glaube, dann, wenn es mal nicht so rund läuft, da bleibe ich dabei. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, weil da wird einem geholfen. Nein, da bekommst du, da wird sich häufig wirklich aktiv um einen bemüht und darum gekümmert, dass man auf eine andere Maschine umgebucht wird. Da wird geschaut. Kurze Transferzeiten. Da fahren noch mal 2 Autos, einmal mit einem selbst und einmal mit jemandem, der dann Handgepäckstückchen irgendwie... Mit einem selbst. Also, wo man selber drin ist, logisch. Und der andere zeigt noch, ist das die richtige Tasche, die ich gefunden habe? Und mit dem Tag, ja, ist sie. Solche Sachen, die klappen. Logisch, die Lounges, da redet jeder drüber, dass du mit dem Eco-Ticket den Terminal FCT rein kannst in die First-Class-Lounges. Das ist super. Meet and Greet, wie ich immer so schön sage, frage ich mich manchmal, was das soll. Also weiß ich nicht genau, was das mir bringen soll. Immer häufig heißt es, müsst ihr euch so vorstellen, wird jetzt abgeholt, da steht jemand, ein Täfelchen, steht Lars drauf oder Lars. Ja. Soll euch entweder zur Lounge bringen oder irgendwie Immigration, wo es erlaubt ist, oder für einen Weiterflug. Und manchmal wissen sie eben auch nicht so genau, was sie mit einem machen sollen. Also da fragt man so, ist die andere Lounge nicht näher? Und vor allem ist sie nicht schöner. Das kommt noch dazu. Ist die nicht vielleicht doch das Bessere? Oh nee, also ich soll sie da hinbringen. Ja, und wenn ich nicht möchte? Ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das macht man natürlich auch nicht so gerne. Eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, ist, ich meine, ich habe einen schnellen Schritt. Ich habe immer das Gefühl, das heißt also, ich habe ja eine Flughafengeschwindigkeit, ne, dann renne ich da durch. Wenn ich in Los Angeles ankomme oder sowas, ich habe mir das einfach angewöhnt, obwohl ich halt Global Entry habe, dann ist das okay. Aber ich habe teilweise das Gefühl, wenn du halt dann deinen PA hast, der wartet dann auf 2 Hons oder auf 3 Hons. Also das heißt, du bist noch nicht mal alleine. Ja? Und selbst mit dem Kart, wenn die mit dem Kart gefahren werden, was ja teilweise geil ist, ich bin zu Fuß fucking schneller. Ja? Also das heißt, ich renne dann los. Das bist du. Hey, lange Beine, große Füße. Deshalb habe ich dir ja eben gezeigt, die Füße. Mein Gott. Und du hast mich ja diskreditiert mit Elefantenfüßen. Ich habe das nicht persönlich genommen, weil ich habe einfach das als Neid der Besitzlosen. Ja. Das ist so schön. Bist du schlank wie eine Gazelle oder wie heißt das graue Tier mit dem Riss? Nein, das heißt, nur wer lang hat, kann auch lang hängen lassen. Aber das ist ein Thema, was lassen wir jetzt besser wieder sein. Okay, wer lang hat. Wo waren wir noch jetzt gerade bei Immigration genau. Und der PA quasi als Hon-Benefit, der manchmal wirklich sinnvoll ist. An Flughäfen Asien, da gebe ich voll recht, die machen voll Sinn.
aber teilweise USA oder so. Also es kommt wirklich auf die Destination an, dass sie dich nicht gefühlt ausbremsen. Ja, und manchmal bringt es einfach was, weil JFK, wer von euch schon mal da war, da könnt ihr auch ohne Hon-Status in so einen Priority Pass Lounge rein, könnt ihr rechts Shortcut nehmen zur TSA, zur Sicherheitskontrolle. Das macht der Begleiter eben bei euch auch dann. Und ist super nett. Da hilft das auch wirklich ganz doll. Das spart einfach Zeit. Was sind noch so Möglichkeiten? Gepäckunregelmäßigkeiten. Das ist da bin ich so ein bisschen gebrandmarkt davon. Ich habe so ein bisschen Pech damit. Du hast einfach kein Glück beim Denken. Oder mit dem Gepäck. Hey. Sorry. Nein, das ist so ein bisschen Gepäck. Auch da ich Schweizer Hund bin, sollte man doch das dazu sagen. SchweizerInnen, du musst richtig stellen. SchweizerInnen. Aber außen, weil du bist ja gerade nicht in der Schweiz. Hund hat man da nicht die gleichen Möglichkeiten oder man hat ein großes Team als Ansprechpartner. Das ist wiederum ganz anders als deutsche Hons das haben. Die haben einen persönlichen Ansprechpartner und Senatoren haben jetzt auch die Möglichkeit, zum Gepäckthema zurückzukommen. Wobei ich in der Schweiz anrufe für einen Hond Circle Service in Basel, weil er besser ist. So. Gepäck, Senator auch jetzt als Benefit. Genau. Dass ihr da eine Ansprechperson hat, die sich darum kümmern soll. Und das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht genau, was sie dort machen wollen, außer dir irgendwann zu schreiben, wir haben es verloren. Schade. Weil so viel mehr ist dann auch nicht. Also das ist erwartet dann bitte nicht zu viel, dass sie da jemanden losschicken, der die Kofferberge durchwühlt. Nee. Die Zeiten sind vorbei, wo du als Hon, wenn dein Koffer nicht gekommen ist, wo du dann ein Taxi geschickt gekriegt hast, die deinen Koffer gebracht haben. Das waren die alten Zeiten. Wenn ich in Hamburg gelandet bin, kein Koffer gewesen. Koffer ist auf dem nächsten Flieger gewesen. Nachdem der Flieger gelandet ist, eine Stunde später hatte ich einen Koffer im Hotel, weil die ein Taxi geschickt haben. Nee, du kommst genauso auf die Sammelhure, die mit dem Ford Transit oder Sprinter oder sowas irgendeinen Dienstleister dann rumbringen, dann bist du halt dran, wann du dran bist. Also das ist auch beim Hon jetzt nicht mehr. Aber das, was beim Hon wirklich der Vorteil ist aber irrobs, der Vorteil ist auch, wenn du Flüge buchst, dass du halt wirklich, das ist ein Benefit, was wirklich zählt, solange es bis 2 Wochen vor Abflug in der Business Class ein verkaufbares Ticket gibt, hast du darauf Anspruch, also kannst es buchen. Genau. Das ist auf jeden Fall, man auch diese Wartelisten Priorität. Ja. Das ist sicherlich auch was. Die Upgrades, wenn sie durchgehen, gehen sie normalerweise schon etwas schneller durch. Aber die Zeiten bei Gate-Upgrades sind irgendwie vorbei, ne? Bin ich das schlechte Beispiel dafür. Ja, also bei mir so selten, dass ich das mal genießen durfte. Ich habe immer den Eindruck, ich lese das ja auch in anderen Gruppen, in anderen Foren manchmal, durchs Band, wenn der Leute upgrade und ich denke immer so, schade, da lass, nö. Der bleibt hinten, Reihe 23, Mittelsitz geblockt, das war ja auch immer früher so das Ding. Ja. Senator ist ja so Soft-Benefit, nicht groß publiziert. Ja. Mittelsitz frei. Und dann sitzt du da und dann denkst du, ja gut, die Reihe ist eigentlich frei, kommt genau vorletzter Gast, setzt sich genau neben dich hin und denkst dir so, ja, aber warum die Mitte? Warum die Mitte? Warum schafft ihr es nicht zumindest dann, den gerade zu blocken? Der Flieger war nicht voll, er war super nett, hat sich ans Fenster gesetzt, viel schönere Aussicht, als mich anzuschauen. Aber ja, das sind so Dinge, die gibt es oder gibt es auch nicht. Upgrade-Vouchers, klar, logisch, die E-Vouchers, das ist ein Vorteil. Ja, aber die sind ja kastriert worden. Das kriegst ja keiner mehr zum Geburtstag und diese ganze Scheiße. Das war ja früher mal geil. Geburtstagsgeschenke gibt es auch nicht mehr groß, oder? Ja gut, die Geschenke waren ja auch Quatsch. Also, ich freue mich drüber, ich habe Geburtstag übrigens. Ja, aber diese Powerbank oder diesen Quatsch. Ich ignoriere das, weil wir wissen, dass wir wieder Geschenke haben. Ich kaufe den Knochen und so ein Hundekochen oder sowas als Drops mit Brause oder so. Ich hab's echt schwer neben ihm manchmal. Nee. Du hast im Vertrag stehen, du hast 10 Schläge pro Tag zu kriegen. Das ist für mich schwer. Ich mag das ja gar nicht, du bist mir dazu devot. Oh mein Gott. Und wir kommen zurück zu den Benefits. Senatorkarte, Senatorpartnerkarte, das ist ein Benefit. Das ist was Schönes. Andere Leute beglücken, eine Freude machen, heißt immer für Partner, Familie irgendwie, ja, eigentlich irgendjemand eine Freude machen, fürs Jahr Senator zu sein. Ist auf jeden Fall was Schönes. Aber wir hatten ja in der Folge davor über Premium gesprochen. Hast du als Hon irgendwie Premium im Vergleich zu anderen Gästen? Wenn du in der Economy Business Class bist? Man sollte ein kleines, weil ich glaube, das ist so crewabhängig. In der Business sollte man eigentlich auf jeden Fall am Anfang auch begrüßt werden. Willst du wirklich begrüßt werden? Ich mag kurz, ja.
Mir ist das so fast von Schwanz, ob die zu mir sagen, hallo Larsemann oder nicht. Ja, bei mir können sie gerne sagen, hallo Lars. Also, ich weiß nicht, also ich verstehe ja, dass Leute das mögen, aber ich finde das eher sogar ein Privacy-Concern. Weißt du? Also wenn jemand zu mir sagt, ja, überleg mal, wenn jemand zu dir sagt... Es kommt drauf an, wie man es sagt. Ich glaube, das ist das Ding, wie man es rüberbringt. Das macht den großen Unterschied. Manchmal ist nur das Kopfnicken nach dem Motto, sie sind wieder da. Oder du kommst ins Flugzeug rein. Ja gut, das ist ja... Und hast einfach dein Kissen, deine Flasche Wasser auf dem Tisch auf dem Sitz drauf. Ja, aber das ist für mich schon wieder mehr wert. Ja, deshalb sage ich ja, das ist halt so dieses Geschichte, ohne mit dem Baseballschläger zu kommen und zu sagen, und das andere Problem ist halt, ich habe teilweise das Gefühl, dass du richtig merkst, dass die dann kommen und du dann halt das Gefühl hast, die müssen mit dir reden, weil dann kommt, wie war Ihre Anreise? Interessiert dich das wirklich? Nee. Okay, ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja, aber es gibt aber, ich finde die schönen Beispiele einfach schön. Wenn man kurz den Smalltalk hat, wenn man dann doch der Erste im Flugzeug ist und nicht Last Man Boarding ist, dann ist es schon sowas. Last Man Standing. Ja. Nee, Last Man Boarding heißt dein Blog. Mein Blog ist Last Man Boarding, ja. Ich könnte mal Werbung machen, da. Wenn man es dann liest und dann, ist ja kurzes Gespräch, Smalltalk einfach nur, nichts Tiefgründiges, finde ich schön. Eben, das, was ich kurz erwähnt habe, bekommt am Anfang normalerweise auch dein Essenswunsch. Ja, der sollte dann wirklich auch verfügbar sein für dich. Der sollte ja auch als Senator kommen. Sollte auch, aber die Chancen, ne? Theorie und Praxis, sind da manchmal etwas anders. Also im Prinzip Carsten S. aus M Premium-Gedanke und Realität. Ja, da und es hat so ein Delta dazwischen. Ja, da ist irgendwie Bermuda-Dreieck, wo viele Sachen einfach... Ja, und Marketingsprache und Realität plöpp. Ja, da ist tatsächlich was. Was hatten wir jetzt gerade? Du hast was anderes noch gefragt. Ich habe noch gesagt, diese Benefit, ich finde es eben schön, wenn du, keine Ahnung, das Kissen und eine Flasche Wasser drauf hast, weil sie irgendwie wissen, ne, der steht drauf. Finde ich toll. Schätze ich, unglaublich, kostet auch nichts. Das sage ich ja auch immer. Es kostet nichts, diese kleine Wertschätzung, ist aber eine Geste, die ich wahnsinnig schätze. Ja, aber man kann ja ehrlicherweise zusammenfassen, das Produkt selber wird dadurch nicht besser, dass man Hon ist. Der Service an Bord wird auch nicht wirklich besser. Das ist so, mein Gott, ich habe schon mal, es gab ja im Sommer gab es doch diese Monate, wo man auch in der Eco als Senator oder als Hon, doch das Getränk, diese Riesengeschichte da. Ja, sorry, aber das sollte normal sein. Das finde ich eben schon, normal ist es eben nicht. Ja, aber es sollte normal sein. Ich möchte Excuse-moi. Ja, aber ist es leider nicht. Ja, aber es soll normal sein, weil selbst bei der fucking Finnair, wenn ich mich da immer drüber aufrege über die, aber das ist ein Punkt, wo ich sage, als Platinum kriegst du dann noch mal einmal ein Getränk einfach frei aus dem Buy on Board. Und wenn du Lumo bist, dann kriegst du nicht nur ein Getränk, sondern kannst ja auch noch mal ein Essen aussuchen. Also was zu essen, wobei das jetzt nichts Aufregendes ist, irgendwie so Knäckebrot oder Gummibärchen oder sowas. Wobei die meine Lieblingsmischung, die Samstagsmischung weggenommen haben. Aber nur gut, das ist Leiden auf hohem Niveau. Aber wirklich tut sich in meinen Augen auch die Lounge jetzt nicht ehrlich, weil es klingt hart, aber wenn man seit 2004 on and off Hon ist, dann bist du ja so oft in der Lounge gewesen, dass du es fast auch schon nicht mehr sehen kannst. Und die Qualität hat ja angeblich nachgelassen. Ja, das ist das Qualitätsthema, ja, da können wir fast einen separaten Beitrag dazu machen. Ich gebe dir recht, ja? Also ich gebe dir grundsätzlich recht, man sieht die Lounges sehr häufig, weil es kommt irgendwie mit der Sache, dass ihr häufiger mal fliegen müsst dafür, seht ihr die Sachen häufiger. Einige Lounges machen es besser als andere. Ja, auch das ist der Fall. Oh, das mit dem Fahren hatten wir noch gar nicht. Also einigen wirst du gefahren, aber nicht mit der Lounge abhauen. Und zwar ihr könnt die Frage beantworten, ich meine, München wird ja die Lounge umgebaut. Stimmt es, dass die Münchner versuchen, gegen die Frankfurter anzustinken, indem sie einfach sagen, hier, Käfer my ass? Ja, ich habe mal mit einem in München so nett gesprochen. Meinte ich, sag mal, warum schafft ihr Sachen, die in, nennen wir es Frankfurt, nicht schaffen? Ich sage jetzt extra nicht Wien oder so, aber nein, die es in Frankfurt nicht geschafft haben. Gib mal ein Beispiel, damit die Leute wissen. Die Auswahl an frischen Speisen, dass ihr wirklich mal am Sachen ausprobieren seid, was Neues macht, saisonmäßig, klar, jetzt gerade Oktoberfest, dass ihr ist halt einfach konstant auf einem höheren Niveau für mich. Die Qualität ist einfach besser. Ihr seid auch einfach viel stolzer und irgendwie, ihr lacht auch ein bisschen mehr bei der Arbeit.
als die Kollegen da in Frankfurt. Nicht alle, ja? Ich will da nicht alle über den Kampf scheren. Aber die Münchner Luft ist auch besser, aber das ist ein anderes Thema. Frankfurt ist auch hässlich. Das kommt noch dazu, aber das denkst du nicht. Ich dachte, dass das Ding, was ich sagen wollte. Dass wir die Frankfurter nicht verlieren. Okay, bleibt dabei, macht die Glocke an, abonniert den Kanal. Guter Mann. Was wollte ich sagen? Nein, er meinte, ja, wir wollen eigentlich auch gar nicht mit denen so zusammenarbeiten. Ich so, wieso nicht? Wäre doch voll cool, die kommen mal hier hin, lernen es bei euch, ihr lernt es bei denen. Meinte, was sollen wir denn bei denen lernen? Wir machen es ja besser. Sagen uns die Kunden ja. Und ich musste kurz schlucken und dachte mir, Respekt. Leider wahr. Aber du hast recht damit. Du hast einfach recht. Das ist schön. Nein, und da ist wohl so ein gewisser Konkurrenz-Grabenkampf, ich weiß es nicht. Ja, es wird zurückgeschossen, also das ist halt so. Ja. Dann mit dem Auto. Das Auto ist ja immer so ein Riesenthema. Abholung entweder klappt nicht, dann, wenn sie klappt, dann kommt irgendein VW-Transporter-Bulli. Ja, dieser große. Ja, der Truppentransporter. Dann die andere Geschichte ist, Porsche hört ja auf. Richtig. Wissen wir eigentlich mittlerweile, wer Nachfolger wird? Ich würde auf BMW gehen, weil in der Zürich ist ja BMW schon am Start. Da sehen Sie schon, ja. Und das würde ja nur Konsistenz sein, aber irgendwie gibt's wir reden über Lufthansa. Das stimmt und das ist ja Swiss. Gut. Wobei Carsten S. aus M mag BMW besser als Mercedes, habe ich aus internen Kreisen mal gehört. Gibt es auch Geschichten zu, in Stichwort Vorstandsfahrzeuge. Auf jeden Fall ist das so wichtig, welches Auto dich fährt. Ich meine, des einen Dacia ist des anderen Premium. Ja. Wir schließen dann eine andere Folge an. Sehr schön. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, Folge 2, Lars und Lars, es kann auch andersrum sein. Es kann auch andersrum sein, auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Ja, und eben, klappt das Ganze und wo klappt es? Ich weiß nicht. Und Auto. Und welches Auto? Und welches Auto, genau. Ich finde es eigentlich egal, welches Auto mich da fährt. Hauptsache, ich werde dann Rad schneller dahin gebracht. Ich finde das nett. Ich finde das eine schöne Service-Einstellung, eine schöne Sache, die meistens auch funktioniert. Was immer noch nicht funktioniert, und ich bin ja Swiss-Fan, dass ihr abgeholt werdet mit dem Auto in Zürich. Ich weiß nicht, ob das mal Leute hier vom One Circle Team der Schweiz mit anschauen, das Video. Mensch, das steht doch schon so lange auf dem Programm drauf. Macht doch mal was. Weil auch nur mit der Swiss wird man ja mit einem kleinen Business-Class-Bus abgeholt und da wird ja auch ganz knallhart gesagt, naja, wir würden es ja machen, wenn die Lufthansa das zahlen würde. Finde ich jetzt irgendwie schade, ob ich jetzt in Lufthansa in Zürich ankomme oder Swiss. Beim einen werde ich separat abgeholt, beim anderen nicht. Zeitersparnis, okay, nicht viel, aber eine schöne Sache ist es trotzdem. Wer bietet es noch an? Oh, übrigens, ganz inoffiziell macht das die LOT ja auch. Ja? Wenn du ein LOT-Ticket gebucht hast. Aber nur, wenn du ein LOT-Ticket gebucht hast? Hast. Und was war es, Peugeot oder was kommt dann? Polgott? Da kommt ein Peugeot, ja. Ja, Polgott. Ah ja, und 2 meistens sehr stämmige Herren, die dir die Tür aufhalten und wirklich nett sind. Aber ja, die sind nett. Super nett. Und, ist die Lounge endlich fertig umgebaut? Oh nein, die soll sich auch leider verzögern. Ist das wie in Stichwort Frankfurt? Ja, achso, nein. Nee, wollte ich gerade sagen, Stichwort Frankfurt First Class Check-in Area. Oh, ganz schlimmes Thema. Auch da ist ja bekannt geworden, wir schaffen es nicht so schnell. Ich weiß nicht, sind das Brandschutzbestimmungen? Das wäre jetzt so ein BER-Thema wieder. Nein, lassen wir das besser. Ich kann mich da jetzt nicht so durchringen zu einer Antwort. Okay, gut. Eben, das sind auch diese Benefits mit dem Horn. Und ja. In Österreich ja auch. Sind die wieder die Audis da, oder? Sie haben Porsche? Nee. Haben die auch wieder Porsche? Ich meinte, ich hätte mal wieder welche gesehen. Ich bin in Wien, habe ich nie das Glück gehabt, abgeholt zu werden. Vorvorletztes Mal haben sie sich verfahren. Das war eine schöne Sache. Wie bist du dann, wo in Wien? Ich bin morgens irgendwie dann dahin und dann hieß, Außenposition, Wien, ja. Ganz nett abgeholt worden. Und dann fahren wir und immer weiter. Aber wir wissen ja auch, irgendwann, wenn die Flugzeuge stehen, zwar welche, aber wir sind alle dunkel. Ist meistens so, wenn kein Licht da ist. Und ich so, Mensch, wo müssen wir denn jetzt hier eigentlich wohl hin? Und irgendwann hat sie auch gemerkt, er hat sich wohl ein bisschen vertan. Und hat es immer noch geschafft, mich zuerst zum Flugzeug zu bringen. Also Respekt dafür. Aber das sind die Kleinigkeiten, wenn sich mal der Fahrer verfährt und nicht weiß, wo abbiegen. Aber das gibt es. Ja? Das ist mir auch schon mal mit dem Bus passiert. Ja, wobei. In Frankfurt, in der V irgendwas, die hinten bei den Tankdingern ist. Passiert ja auch bei der Deutschen Bahn, dass er nicht in Wolfsburg hält, aber. Okay, alles klar.
Es ist, ja, aber das sind ja die Sachen, die einen dann zum Schmunzeln bringen, die eher sogar noch lustig sind als ernsthaft. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind ja alle F-Geeks und finden ja Fahren am Flughafen richtig geil. Je nachdem, welches Flugzeug da gerade kommt, findet man es ja so. Wobei ich schon öfters gefragt, du, gleich landet der 380er, können wir dann nochmal... Klar geht. Die cool, die sind wirklich so. Ja? Ist nicht so weit bis zum Gate. Ja, wir können schon ein bisschen langsam fahren, ne? Und auch ein Umweg, das ist okay für uns. Also ist wirklich keine Sache, machen wir ruhig. Ach so, ja, dann bin ich noch gut in der Zeit, das passt schon. Danke. Aber das ist halt so. Ja, jetzt lass uns da mal kurz einen Abbinder machen, weil wir sind wieder bei 20 Minuten und wir wollten ja wirklich da knallhart drauf. Ja. Ne? Wieder nicht Horn Circle, Daumen hoch, Daumen runter. Ja, ist wirklich Daumen hoch. Definitiv. Es geht sich da wirklich um diese Kleinigkeiten in meinen Augen um den Flug herum. Nicht um den Flug selber eigentlich und auch nicht um dieses Lounge-Erlebnis. Das ist zwar nett, aber das, was wirklich den Value bringt, ist halt, wenn es Irrops gibt, die Reaktionszeiten und die Möglichkeiten, die bei den Schweizern übrigens mehr sind als bei den Deutschen. Ja, ist so. 2 Daumen für Schweizer Horn-Team. Ne? Ja. Also in Basel, da muss man wirklich sagen, die können was, sie sind wirklich gut. Wirklich toll. Wobei ich sagen muss, die Berliner würden auch können, wenn sie dürften. Also es gibt Dinge, die nicht dürfen. Das ist das Problem. Das ist angezogene Handbremse. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, also die sind kastriert, also die haben wirklich die Anweisungen. Ja, die haben also es gibt Anweisungen in Berlin, die in Basel entweder ignoriert werden, wobei ich aber glaube, dass die in Basel nie angekommen sind. Das dauert ein bisschen bei den Schweizern, würde ich sagen. Ja, aber die sagen dann, nö. Nee. Ja, egal. Das wäre jetzt so meine Zusammenfassung. Was ist deine Zusammenfassung? Ja. Ja? Du hast mir Worte so aus dem Mund genommen. Ja. Nein, es ist wirklich so. Ja? Wenn mal was nicht so ganz rund läuft, kümmert man sich wirklich drum. Nochmal, das gefahren werden oder im Flug informiert werden, hey, machen sich keine Sorge, das passt schon nachher. Das passiert einfach. Das passiert auch proaktiv. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Sollte aber auch für alle Passagiere eigentlich sollte gelten. Ja, tut es aber eben nicht so. Allgemein glaube ich auch, wenn man mal eine Frage hat, man schreibt denen, die kümmern sich. Man bekommt relativ zügig auch wirklich eine Antwort, die Hand und Fuß hat. Ich rede jetzt nicht von Kompensation oder sowas, aber es geht einfach mal, wir kümmern uns drum, wir fassen danach und geben ihnen dann Feedback. Also allgemein muss ich sagen, da gibt man sich extrem viel Mühe. Aber wie immer so, weißt du, kann doch was, ihre Mitarbeiter kann auch mal einen schlechten Tag haben, ja, dann ist es halt so. Punkt. Aber es ist nichts Schlimmes. Ich finde es sehr schön. Ja, wobei wo du gerade Kompensation sagst, weißt du, Kompensation ist mir eigentlich nicht wichtig. Im Gegenteil, Kompensation will ich immer nur dann haben, wenn ich merke, dass sie nicht funktionieren. Also wenn die irgendwas falsch machen oder wenn irgendwas ein Problem ist und die lösen das Problem ordentlich, dann ist mir die Kompensation relativ wurscht. Richtig, ich sag auch, nimm auch die Fälle, wo du dich noch nicht mal beschwerst. Da, wo einfach hieß, wo es im Flug aufgenommen wurde, wo es auf einmal hieß, wir haben mal gemerkt, das lief nicht ganz so rund bei Ihnen. Tut uns leid, haben so ein paar Meilen oder irgendetwas. Oder Swiss eben auch, wenn man mal ein Feedback schreibt, weil es einem einfach so tierisch aufgeregt hat, weil irgendwas echt nicht gut lief. Da hast du einen Gutschein irgendwie dabei für das nächste Mal ein günstiger. Ein Thema, was wir vergessen haben, Horn Circle Talks, die gibt es ja auch immer, aber die gibt es auch für Senator. Gibt es auch, genau. Gibt es für Senator, gibt es für Horns. Und du hast da noch ein positives Erlebnis gehabt bei der Swiss. Also die haben ja ein Thema gelöst. Verdammt, ja. Für einen Kollegen mit einer Ticket, es ging um eine Ticketrückerstattung. Und das wurde gelöst. Ich habe es im Horn Talk angesprochen, weil es nie das Geld zurückgab, obwohl das automatisch gehen sollte. Kleiner Tipp, geht nicht, wenn von 724 auf 220 Tickets auf Stock umgebucht wird. Immer noch ein leidiges Thema, was nicht gelöst wurde. Also von Lufthansa auf Swiss. Sorry, ja. Und ich habe es in der großen Runde angesprochen und habe am nächsten Tag einen Anruf bekommen, den ersten, wo ich das nochmal wiederholt habe, was ich gesagt habe. Und ich sage ganz ehrlich, 1,5 Stunden später, wenn überhaupt, habe ich einen zweiten Anruf bekommen. Da hieß es, tut uns leid, Fehler der Swiss, wir haben es gelöst. Danke für den Hinweis. Fand ich eine super Sache. Das fand ich eine ganz tolle Sache, wie sie es gemacht haben. Aber der Spruch, den die gebracht haben, und zwar hätten sie es nicht angesprochen, es hätte nie funktioniert. Ja, das ist leider noch, das war noch der Beigeschmack, wo man dann manchmal sagt, ja gut, wie ist das bei anderen dann? Ne? Also wenn man nicht genau auf seine Abrechnung guckt, was habe ich bezahlt, das ging doch um Upgrade eben, und das Geld nicht zurückbekommt, weil es nicht stattgefunden hat, der Flug, da müsst ihr echt drauf achten und müsst ihr wirklich hinterher sein. Und die Kollegen haben das eben auch gemacht, die waren hinterher. Und es hieß jedes Mal, ja, es geht automatisch, machen sich keine Sorgen.
naja, egal, wir haben es gelöst. Ich habe mich riesig drüber gefreut, weil ich da was Gutes tun konnte. Und ja, tut doch auch was Gutes und abonniert den Kanal, würde ich sagen. Glocke, Like. Glocke war noch was, ja. Ja, Like, Glocke ist das neue Like wegen dem Algorithmus, das gibt uns Liebe. Und wir machen einfach den Abspann. Das war eine sehr elegante Überleitung, ich hätte es nicht besser machen können. Also Abspann für euch. Ich mach mal hier aus, bis dann, tschüss. Ciao.